Guten Morgen. Die gute Nachricht zuerst. Ich habe wieder Geld bekommen. Western Union hat geklappt. Das heißt, ich kann abreisen heute. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Motorrad. So, die haben das Motorrad bewegt in der Nacht und es war abgeschlossen. Und jetzt ist es hier in der Bremsscheibe eingeklemmt. Und ich bin fuchsteufelswild. Und wir kriegen es nicht raus, natürlich. So, nach einer halben Stunde haben wir es rausgefummelt. Ich glaube, es ist nichts kaputt gegangen. Meine Güte, es ist jetzt zum ersten Mal, bezahle ich dafür. Und dann machen die das. Ja, in Marokko war es ja auch schon so, dass sie das immer bewegt haben, das Bike. Eigentlich ist es keine gute Idee, das abzuschließen. Es war halt echt so, dass die Speichen so ein bisschen nach innen gebogen waren wegen dem Schloss. Als man es dann rausgezogen hat, sind sie wieder zurück sofort. Aber, also das heißt, keine Biegung, die bleibt. Aber war ich dann auch so beunruhigt. In Deutschland kannst du einfach sagen, ah ja, scheiß drauf. Dann bezahlt das halt, oder die Versicherung. Aber hier Pech. Und dann sitzt die in so einem Ort fest und die haben die Ersatzteile nicht. Und dann der Frank, hier gibt es diesen riesen KTM-Laden, aber der Frank musste nach Santiago fliegen, weil das ist alles nur Ausstellungsware. Die haben nichts da, Ersatzteile und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt mal halb aufgeladen. Wie man sieht, das was da ist, muss da noch alles drauf. Dann geht es die Küste entlang nach Norden. Das hier ist die Ruta 3. Vorher war ich ja immer auf der Ruta 40, Argentiniens ganzer Stolz, unterwegs. Und es gibt eigentlich nur zwei große Straßen, die nach Norden führen oder durchs ganze Land führen. Und das ist die Ruta 40 und die Ruta 3. Und die Ruta 40 ist eben da an den Bergen entlang, ein bisschen abenteuerlich, aber auch zu, weiß ich nicht, 98% asphaltiert. Die Ruta 3 soll wohl noch viel besser ausgebaut sein und hier fahren die ganzen Trucks und so entlang. Das ist die Straße, die als Verbindungsstraße genutzt wird und die fährt eben an der Küste entlang. Ich habe gehört, die soll von gähnender Langeweile geprägt sein. So many times I'm stranded, a castaway on an unknown shore. Though stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom for you. Jedenfalls geht es heute ungefähr 430 Kilometer nach Puerto Madryn, ein Strandort. Jetzt 300 Kilometer gefahren, 250 waren geradeaus, aber wirklich einfach geradeaus. Ich habe hier den Tempomat an, also ich habe hier so eine Klemme, ne? Verlinke ich ja auch gerne im Blogartikel. Und passiert einfach nichts, auch die Landschaft, alles gleich. Das da hinten ist ganz schön, sieht so aus, als würde immer die Sonne untergehen, aber man muss sich hier auch schon, ich habe halt Musik an, das ist schon sehr monoton. Ich verstehe schon, warum man normalerweise die Ruta 3 meiden soll. Ich habe jetzt zum 3. Mal getankt heute. Und jetzt, das ist noch nicht der Ort. Ich will hier nur mal nach einem Yamaha-Händler schauen. Es gibt nicht so viele in Argentinien. Ich muss hier kurz gucken. Ich muss hier einen Loop machen. Nach Trelew, wie auch immer man das ausspricht. Da muss ich hin. Und da will ich mal gucken, weil dieser Yamaha-Händler hat halt wahnsinnig gute Bewertungen bei Google.
Ich will mal fragen, vielleicht, ob sie zufällig günstige Reifen da haben. Weil in der Regel sind hier Reifen teuer. Thomas von Explore Bike, der hat gesagt 400 ein Satz. Deswegen, ich kann auch noch bis Santiago bestimmt fahren. Aber wenn ich jetzt auf dem Weg zufällig günstige finde, dann kann ich die ja nehmen. Vorne ist schon schön Sägezahn, der ist aber noch nicht so krass abgefahren, aber er ist extrem Sägezahn. Also verschieden hoch die einzelnen Stollen. Und hinten der ist halt schon über die Marken drüber, aber ja. Also es gibt den Laden. Immerhin. Adventure Bikes. So, er hat für hinten nur den Anarchy Adventure da. Der ist mehr Straße als meiner. Nämlich, so sieht er zumindest aus. Preis, Achtung, festhalten. Ein Reifen hinten 400 Euro. Und er hat da oben noch ein paar Vorderreifen. Da hat er 4 oder so verschiedene da. Ich weiß gar nicht, ob es verschiedene sind, aber die sind auf jeden Fall eher so wie meine und die kosten 250 einer. Also ein Versuch war es wert, aber ich habe dann gesagt, sehr nett, aber nein, danke. Er hat gelacht. So, jetzt geht's weiter nach Puerto Madryn. Und dann, wie immer, muss ich mir noch eine Unterkunft suchen. Ja, hier in Argentinien ist über Booking eigentlich manchmal ganz gut, aber für eine Person kriegt man oft was Billigeres, wenn man dort... Oh, jetzt habe ich den Schlüssel irgendwo. Das mache ich gerne. Mich komplett anziehen und dann den Schlüssel nicht haben. Ja, man kriegt dann oft vor Ort noch was Billigeres, als wenn man bei Booking bucht. Das Schöne ist, ich habe ja jetzt wieder Geld. Was hier auch ist, es ist Dinosauriergebiet. Also hier sind viele Sachen gefunden worden von Dinosauriern. Hier steht einer. Cool. Kann ich da hinten gar nicht mit dem Moped? Doch, oder? Schön tief hier, kann man nicht so einfach aufpassen. Geil. Ja, mal jetzt ein cooles Foto. The largest dinosaur of the world in Trelew. Treffe den größten Dinosaurier der Welt. Und ich war mir nicht sicher, ob das der ist. Aber auf diesem Schild steht, dass es der ist. Also, der größte Dinosaurier der Welt in einem geilen Licht. Super cool. So, das ist Puerto Madryn. Ist jetzt halt dunkel, sieht nur Lichter und vielleicht kann man sehen, dass es schon wieder Vollmond ist. Viele Monde lang war ich hier. Ja, jetzt hält sich natürlich meine Lust schon in Grenzen im Dunkeln.
irgendwie durch den Ort zu fahren und die schönste Gegend zu suchen. Ich steuere jetzt mal das eine Hostel an und dann... So, okay. Das ist halt so, man könnte auch sagen, ja, ich ziehe morgen wieder um, aber wenn ich meinen ganzen Kram da reingeschleppt habe, dann, ich meine, wie lange bleibe ich? 3 Nächte, wenn es richtig geil ist, eine Woche. Aber ja, meistens ziehe ich dann nicht mehr um. Wenn ich mein Zeug wieder zusammenpacke, dann fahre ich auch ab. Ein neuer Tag und Puerto Madryn hat so eine Strandpromenade und die schauen wir uns jetzt mal als erstes an. Das Klima ist ein Traum. Es sind halt 16 Grad. Ach, es fühlt sich an, als wäre ich aus dem Winter raus, aber das ist ein Trugschluss, glaube ich, weil es wird nochmal wieder schlimmer. Naja, aber hier ist richtiger Sandstrand. Puerto Madryn wurde gegründet im 19. Jahrhundert von walisischen Einwanderern. Deswegen weht da oben auch die Flagge von Wales. Ein Boot mit 165 Leuten kam hier an und das war der Beginn von Puerto Madryn. Damals wurde es noch Punta Cuevas genannt, also Punkt der Höhlen. Es ist sehr schön hier, das muss man sagen. Okay, so nah habe ich sie noch nicht gesehen. Immer nur geile Geräusche, sonnen sich hier. Und ja, super cool. Ich habe gedacht, warum stehen die ganzen Leute hier und gucken da runter? Und dann habe ich auch mal geguckt. So, ich habe jetzt auch rausgefunden, das sind Seelöwen. Ich habe Schwierigkeiten immer, die auseinanderzuhalten, was ist. Der im Hostel hat gesagt, es gibt auch Seeelefanten hier. Was immer das ist. Sowas Ähnliches. Und die Seelöwen sollen nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein, warum ich eigentlich hier an die Küste gefahren bin. Es war nämlich nicht nur, um ein bisschen wärmeres Wetter zu haben, das war eher Zufall, sondern hier gibt es eine Halbinsel, Valdés heißt die. Und das ist ein UNESCO-Weltnaturerbe. Hier gibt es Pinguine, wieder diese Magellan-Pinguine, das sind die kleinen. Und Wale, wie man hier jetzt auf dem Plakat sieht. Und es gibt hier so einen Strand wohl, da kann man die Wale in 20 Meter Entfernung sehen. Ich denke, hier so ist perfekto. Hier warten die Leute schon. Da hinten sind die Wale schon. Wahnsinn. Es ist schon wieder sehr weit weg, aber es sind gleich 2 Stellen. Da springt einer raus. Paff! Man sieht vielleicht den weißen Schaum. Ja, einen zweiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Da, paff! Geil. Und hier sind nochmal 2 Stellen. Einmal hier vorne, das ist irgendwie so eine Gruppe, die planschen da so rum. Und hinten ist was Großes. Da hat man mal die Flosse auch gesehen. Die Schwanzflosse. Und da ist auch noch welche. Da hinten. Er guckt da gerade raus. Hier sind überall Wale. Und vielleicht ist es jetzt auch so, weil Ebbe ist, wie man vielleicht sieht, dass sie deswegen nicht so nah am Strand sind. Wenn hier das alles voller Wasser ist, vielleicht sind sie dann noch näher. Aber das Licht ist halt wow. Das spektakulärste wohl hier ist Orcas.
Allerdings, also auf dieser Valdez-Halbinsel, da kann man die sehen, wie sie an den Strand kommen und die Babyrobben fressen. Aber das geht natürlich nur, wenn die Robben Babys haben. Und das ist im Moment wohl nicht so. Aber wenn man Glück hat, kann man mal einen Orca sehen. Ich habe noch nie einen gesehen, aber ja, wäre schon cool. Ich flippe aus. Das sind Orcas. Echt, das weiß ich nicht, aber es sind irgendwelche Wale. Okay, es sind keine Orcas, aber die springen da. Das habe ich noch nie gesehen, dass die Wale springen. Und es sind viele. Also weiß nicht, auf jeden Fall mehr als 3, sagen wir es mal. Da! Wow! Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, es ist ziemlich weit weg, aber es ist brutal. So was habe ich noch nie gesehen. Da kommen die! Wow! Ich glaube, das sind doch Orcas. Weil der eine, der ganz im Hintergrund springt, zumindest, ist einer, glaube ich, weil der hat einen weißen Bauch. Das ist brutal. Die springen da, schlagen mit der Flosse aufs Wasser. Man kann es wahrscheinlich in der Kamera schlecht sehen, aber das ist der Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wow. Ja, die machen da Faxen. Komm, spring noch mal raus. Da kommt einer. Ah. Mehr kann ich nicht machen. 4K. Ich hol's so nah ran, wie es geht. Bei aller Freude über die Wale ist wieder ein bisschen was kaputt gegangen. Und zwar diesmal die 360-Grad-Kamera. Ich habe ja immer diese Schutzlinsen hier drauf. Kann man das sehen? Und die Kamera konnte ich auf einmal nicht mehr drauf machen, weil sich hier dieser Ring gelöst hat. Der ist hier auf der Linse. Ist so ein Ring aufgeklebt wohl. So. Und da sitzt dann mit so einer Gummimanschette genau diese Schutzkappe drauf. Und die hält jetzt natürlich nicht mehr. Ich hätte es schon gern drauf, auch wenn das die Bildqualität, gerade wenn die Sonne reinscheint, manchmal ein bisschen beeinträchtigt. Man sieht das ja manchmal bei den Videos. Aber hier so eine Kamera zu bekommen, ist wohl möglich. Argentinien weiß ich nicht, aber in Chile ist es möglich. Aber es ist natürlich viel teurer. Und es muss ja nicht sein, dass es kaputt geht. Und es ist natürlich so, ihr erinnert euch, als mein Griff am Lenker sich gelöst hat. Da wollte ich ja meinen Kleber, den ich dabei habe, so einen super starken Pro Cycle, was weiß ich, Kleber, benutzen. Und der war komplett eingetrocknet. Das Problem habe ich jetzt wieder. Deswegen war ich jetzt hier, bin ich durch die Stadt gelaufen und habe Kleber bekommen. Wo ist er? Diesen hier, der hat gesagt, es ist bombenfest, es gab irgendwie Gel und das andere und er hat gesagt, das hier ist präziser, um präziser zu arbeiten. So habe ich es verstanden. Ja, damit werde ich das jetzt versuchen. Ich werde den Kleber jetzt versuchen zu entfernen und das dann dran zu kleben. Und darf halt die Linse nicht treffen mit dem Kleber. Und das habe ich, dadurch, dass da so ein Rand ist, habe ich das gerade so hingekriegt, würde ich sagen. Nach den Strapazen und der Eiseskälte in Patagonien läuft mir Puerto Madryn jetzt genau rein. Bisschen lauwarmes Wetter, bisschen Strand. Und dann sehe ich noch jeden Tag Wale. Man geht einfach an den Strand und da sind safe Wale. Das ist schon super cool. Wie ihr merkt, haben es die Wale mir angetan und ich will noch ein paar mehr sehen. Deswegen geht's in der nächsten Folge auf die Orca-Halbinsel. Ich hoffe, ihr schaltet rein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich danke Udo für die Unterstützung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Ruti. Ciao, ciao.